Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Vampyr. Im letzten Part haben wir versucht, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir da gemacht? Ich habe noch mehr Informationen gesammelt und versucht, uns die Last von Schulter zu beichten. Maybe noch recht dran erinnern. Ja. Heißt, wir hatten hier noch ein paar mehr Leute, die vollständig durch sind mit Informationsbeschaffung. Bei ein paar fehlt uns halt noch ein bisschen was. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, wann ich anfangen sollte. Am besten die ersten Leute zu erledigen, beziehungsweise auszusaugen. Beziehungsweise wie viel sich dann da wirklich im Bezirk noch ändern wird. Sollen wir mit dem anfangen? So, ich habe überlegt, ob ich jetzt endlich mal mich weiterentwickeln sollte. Eine 5000 Erfahrung, könnte ich das ja mal machen. Vor allem werden da noch ein paar Leute wieder gesund. Dadurch ist ja auch das Verhältnis in den Bezirken geändert. Dann machen wir das doch mal. So, das geht auf jeden Fall mal hier in die Heilung rein. 51 ist halt trotzdem nicht so viel. Sollte man gar nicht so überschätzen. Taktiken, Sprung. Was macht Sprung? Alles als bei der. Aber alles als der Aberglaube es vermuten ließ, können sich Vampire nicht in Luft auflösen. Allerdings können sie ihre Geschwindigkeit mit Blut erhöhen und sich so schnell bewegen, dass menschliche Augen wie Teleportation erscheint. Wird diese Fähigkeit wie Counter eingesetzt, kann sie je nach Wunsch des Vampirs offensiv oder defensiv eingesetzt werden. Es ist so leicht, eine Beute anzusprengen, dass fast öde ist, wenn sie davonläuft. Okay, macht 20 Schatten. Schattenschaden. Ich habe keine Ahnung, was für ein Symbol noch war. Auf jeden Fall vampirischer Natur. Schattenschleicher. Die Schatten helfen dem Vampir, sich zu verbergen und machen ihn von geübten Augen gegenüber unsichtbar. Allerdings verbraucht der Nebel die Ausdauer des Vampirs, wenn dieser sich bewegt. Wenn der Vampir über keine Ausdauer mehr verfügt, wird er wieder sichtbar. Ein nützlicher Tipp, Rekrut. Wenn du meinst, einen sich bewegen Schemen zu sehen, schieß einfach. Schießen? Auf wen oder was soll ich schießen? Schieß einfach. Ja, wir haben auch ultimative Fähigkeiten jetzt freigeschaltet. Wut, Abgrund und Blutkessel. Gut. Einige Fähigkeiten sind so mächtig, dass sie sogar von Vampiren gefürchtet werden. Wut ist einer von ihnen. Der Vampir verliert die Kontrolle und lässt sein inneres Biest die Drecksarbeit erledigen. Die Bestie teleportiert sich zu Zielen in der Nähe und greift mit niedergewiesenen Wut an. Aufgrund ihrer dunklen Natur kann diese Fähigkeit nur spärlich eingesetzt werden. Entfessle einfach die Bestie, mein Freund. Du glaubst nicht, wie befreiend das sein kann. Abgrund. Einige Fähigkeiten sind wichtig, dass wir von ihnen gefürchtet werden. Abgrund ist eine von ihnen. Der Vampir konzentriert sich und beschwört die Schatten in ihrer reinsten, düsteren Form. Die Schatten greifen die Beute des Vampirs, um mit ihr zu spielen. Nach einer kurzen Zeit wird die Beute aufgespießt. Aufgrund ihrer dunklen Natur kann diese Fähigkeit nur spärlich eingesetzt werden.
Selbst die mächtigsten Vampire fürchten sich davor. Ja, werden diesen Schema ergriffen zu werden. Und selbst sie wissen nicht, woher die Tentakel kommen. Dann Blutkessel. Der Vampir bündelt seine Kraft auf ein Ziel und bringt sein Blut zum Kochen. Durch den Prozess wird der Vampir sich selbst regenerieren und einen Teil des Bluts als Opfer aufnehmen. Nach ein paar Sekunden gibt der Vampir seine Beute frei und lässt exklusive Blutzellen in ihr zurück. Diese Zellen werden ihren Wirt weiterhin schaden, bis sie schließlich explodieren. Die Explosion betrifft jede lebende Kreatur im Umfeld des Wirts. Blut zu beherrschen ist das eine, Blut zu verwandeln etwas völlig anderes. Ja, und die werde ich auf jeden Fall nehmen. Die ultimative Fähigkeit. Und da bin ich nicht sicher, ob ich den Stadtschleicher oder den Sprung nehmen soll. Ja, mein Sprung hat jetzt keine wirkliche Abklingzeit. Wie viel Abklingzeit hat die eigentlich? Okay, die haben sowieso 99 Sekunden. Wieso hat das eigentlich eine Abklingzeit? Das verstehe ich nicht ganz. Okay. Dann nehme ich den Sprung. Beziehungsweise mal ganz kurz hier reingehen. Abklingzeit wird bis zu 40 verringert. Ja, nehme ich trotzdem den Sprung. Und verbessern in direkter Stufe 2. Da geht die Abklingzeit wieder hoch. Da würde sie bleiben auf 5. Aber hier wird es sich. Dafür wird es auch Schock geben. 15 Schock für einen Sprung wäre nicht schlecht, glaube ich. Jetzt 120 Schaden. Dafür bleibt halt der Schaden gleich. Da oben geht der Schaden weiter hoch. Aktionstaschen, 10% mehr Kugeln. Kann ich es brauchen? Ja, ich verwende keine Kugeln. Zumindest noch nicht. Vielleicht später. Ausdauer. Auf jeden Fall mehr Leben. Und vielleicht noch die Heilung. Ich glaube, das ist nicht schlecht. So oft wie ich eigentlich die Gegner beiße. Jetzt die Frage, ist der Schaden wichtiger? Weil der geht dann schon relativ schnell weit hoch. Oder ist die Menge vom Blut wichtiger, die ich durchs Beißen halte? Ja, dass wir uns auf jeden Fall heilen können, das ist nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich gebe Schaden weiter hoch. Und schon hätten wir die 5000 Erfahrungen gebraucht. Wie gesagt, ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, später kann man ein bisschen mehr ansammeln, vor allem wenn man dann die Leute anfängt
zu jagen. Mit denen man vorher noch auf gut Freund gemacht hat. Vermissten Fall in Whitechapel. Einmal mysteriöse vermissten Fälle in den letzten Wochen. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugen Schlange stehen müssen, um bei der Polizei ihre Aussagen machen zu können. Auch wenn dieses Phänomen im ganzen Land aufzutreten scheint, konzentriert sich die Aussage der letzten 24 Stunden auf einzige Gegend im ganzen London. Whitechapel. Ja, ein weiteres Mal überlasst man das verschmähte und verabscheute East End mit seinen zahlreichen Problemen sich selbst. Aber trotz dieses erneuten beleidigenden Achselzugs der Behörde haben zahlreiche Familien aus den Bezirken beim nächsten Polizeirevier das unerklärliche Verschwinden eines Verwandten oder Nachbarn gemeldet. Was ist mit all diesen vermissten Personen geschehen? Wo sind sie? Die einzige Verbindung zwischen ihnen scheint darin zu bestehen, dass sie krank waren und umgehend medizinische Behandlung bedürften. Bis vor kurzem war es vor Ort ein gut gehütetes und nur von wenigen gelüftetes Geheimnis, dass solche Hilfe nur in einen von unbekannten guten Samariten geführten geheimen Apotheke zu bekommen war. Auch die scheint geschlossen zu sein und niemand weiß, was aus ihr wird. Haben sich die Verschwundenen an einem Ort begegnet, der noch schwer zu finden ist, wurden sie ohne großes Aufsehen in ein offizielles Institut verlegt. Schon bald wird die Londoner Gesundheitsbehörde diesen Mysterium Stellung nehmen müssen. EW. Wer auch immer EW ist. Okay. Ja, damit, dass wir halt die Klinik da hops genommen haben. Und da habe ich Train wird vermisst. Okay. Jetzt sonst noch irgendwer noch vermisst? Nö, eigentlich nicht. Nein, ich konnte sie ja nicht mitnehmen, beziehungsweise direkt legen. Kennt das immer noch. Okay, die muss ich überzeugen. Jetzt verstehe ich auch, was ich da machen muss. Okay. Ja, dass das jetzt Dorothy vermisst wird, ist voll ein bisschen doof, aber okay. Vielleicht taucht die ja später wieder auf. Und da hat ein unbekanntes Ergebnis stattgefunden. Na gut, Moment. Aber so, das kann ich doch. Den Sprung muss ich auch ausrüsten. Ich glaube, der Sprung ist besser als das Schild. Obwohl, der Schild hat keine Kosten. Vielleicht warte ich mit dem Sprung, bis der keine Kosten mehr hat. Den kann man ja auch auf keine Kosten trimmen, glaube ich. Hätte ich jetzt merken sollen. Egal. Ultimative Fähigkeit haben wir jetzt auch ausgerüstet. Das soweit. Ja, sonst war, glaube ich, hier nichts bedenkenswertes hier zu tun. Beziehungsweise irgendwas passiert, was wir nicht hätten ändern können.
Dr. Swans hat irgendeine Diskussion mit irgendwen. Na, untersuchen wir das mal. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Okay, von den Typen haben wir schon mal gehört, zumindest von Namen. Das war irgendein Gründe. Brief von Rakesh Shadan. Vom Rock Hospital, 4. August. Sehr geehrter Herr Swansea, sehr gern kümmere ich mich um die historische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitteilt habe, war ich während des Kriegs Arzt und wir dann mit Freunden in Neuzdien. Natürlich ist nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um uns Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Natürlich meine Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Kriegs zum Arzt ernannt hat und viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fähigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss. Auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll, Rakesh Shadan, ehemaliger Arzt. Ja, die haben wir auch schon getroffen. Na, jetzt haben wir neue Informationen. Liegen hier noch weitere Briefe rum. Natürlich liegen hier noch weitere Briefe rum. Die nehme ich doch alle gern mit. So oft komme ich dann auch wieder nicht zu Swansea. Aber dann sprechen wir mit ihm. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Ja, das mit Vertrauen muss auf jeden Fall wiederhergestellt werden. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. You want to restore peace in the hospital again. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly.
And now Guard of Priwen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Okay. Das sind natürlich schlechte Nachrichten. Okay, und der ist zum Dock schon mal zurückgegangen. Ah, wir haben da noch eine neue Enthaltung mit den haben wir dann eine neue Enthaltung. Ashbury, natürlich, mit wen sonst? Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. The pain. It's here again. I wonder what your last thoughts Ja, stimmt, das habe ich gar nicht geachtet, dass der gar nicht mehr da ist. Ja, das meint sich mit manchmal ist von Distanz ein bisschen komisch gerendert. Wie zum Beispiel, wenn sie sich einfach so glitschig bewegen. Disgust on every street corner. The daily routine. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Nee, mit ihr wollte ich eigentlich nicht. Obwohl, vielleicht kann die uns ja weiterhelfen. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Will ich hier mit ihm hier sprechen? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Okay, das hat nicht geklappt. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all.
while I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Ja, manchmal hilft das nicht. Ist halt doof, dass ich die eine Frage wieder vergeigt habe. Ja, kann man wieder auf ihn zurück. So, heißt, die 2 Patienten könnte ich beides schon aussagen. Bei ihnen fehlt mir noch ein Hinweis. Beim Jungen können wir jetzt einen Hinweis noch sammeln. Würde allerdings nicht viel bewirken. Die Mutter ist halt auch leider fehlgeschlagen. Heißt, es fehlen nur noch die Ärzte, mehr oder weniger. Ja. Da reden wir noch mal mit Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? A hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Have you embraced this woman, like the other patient, this Mr. Renfield? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I vowed a very long time ago that I would never take another life, unless they ask. Is there sufficient vitality in the blood of the sick and dying patients? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Frankly, I'm starving. Temptation surrounds us. Rich, vital. How can you resist? Over the years, any pleasure I once gleaned from feeding is long gone. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I restrain myself. Ja, haben wir nicht gelernt, dass wir eigentlich bluten nur wegen quasi ein Drogenrausch ist? What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding.
What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Ja, werden wir machen. Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Zumindest vorerst. Da werden wir uns sicher noch mal einmischen. Aber na gut, dann werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nichts das sollte, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Vampyr wieder. Ciao.